Was musst du über den Brawler Crow wissen? Wie spielen, welche Ausrüstung, welche Game Modes, alles in diesem Video. Er hat eher tiefe HP, aber macht viel Schaden. Das heißt, du solltest ihn auf sichere Distanz spielen. Außer er kann mit seiner Ulti angreifen. Beim versuchten Killshot sollte er dann immer mit seiner Ulti zum Gegner springen und sofort seine 3 Schüsse nachfeuern, um ihn zu erledigen. Wichtig mit Crow ist, sich gut bewegen und die Feinde in Schach halten. Das heißt, ausweichen und sie mit Distanztreffern ärgern. Und erst wenn sie geschwächt sind, darauf springen. Greife also nur mit der Super an, wenn du sicher bist, dass du die Gegner erledigen kannst. Du solltest bei ihm darauf achten, dass er immer genug Munition hat, weil er sonst recht hilflos ist. Du kannst Gegner auch verlangsamen und schwächen, damit deine Teamkollegen sie leichter erledigen können. Gegner sind mehrere Sekunden vergiftet. Statt also alle 3 Schüsse direkt abzufeuern, kannst du warten und sie immer wieder vergiften, bevor die Wirkung nachlässt. So kannst du sie ziemlich lange schwächen. Gegner unterschätzen Crow sehr oft und unterschätzen, dass sie nicht heilen können, während sie vergiftet sind. Seine Super kannst du im Notfall auch einsetzen, um rasch in Sicherheit zu springen. Beachte, Crow macht Schaden, wenn er springt und wenn er landet. Damit kann er Gegner, die ihn im Nahkampf bedrängen, doppelt Schaden. Damit kannst du gewaltig Schaden machen und unter Umständen die Super sogar direkt wieder aufladen. Oder bei Tresorraub zum Beispiel solltest du vom Safe auf den Safe springen, um diesen doppelten Schaden auszunutzen. Seine Star Powers? Bei extra toxisch machen Gegner weniger Schaden, wenn sie vergiftet sind. Bei der Aaskrähe macht Crow selber mehr Schaden bei Gegnern, die schon unter 50% HP sind. Je nachdem, ob du Gegner eher stören oder zerstören möchtest, wählst die erste oder die zweite Star Power. Das Verlangsamungsgift verlangsamt Gegner für 3 Sekunden. Das Gadget ist dann besonders nützlich, wenn deine Teammates erledigt sind und der Gegner pusht. So kannst du wertvolle Zeit gewinnen. Außer in Showdown würde ich immer dieses Gadget wählen. In Showdown kann der Verteidigungsbooster nützlich sein. Im Notfall. In anderen Modi solltest du Crow sowieso auf Distanz spielen, sodass du gar nicht in die Situation kommst, wo du dieses Gadget brauchen könntest. Bei den Gears würde ich die beiden Schaden-Gears auswählen. Damit wird er nochmals deutlich stärker. In welchen Spielmodi ist er gut? Crow kann in sehr vielen Spielmodi gut gespielt werden, außer wenn es sehr viele Hindernisse auf der Map hat. Da nützt ihm seine Reichweite nichts. Er ist gut in den 3 gegen 3 Modes mit wenig Hindernissen. Großen Spaß macht er im Brawl Ball. In Solo Showdown ist er ebenfalls gut spielbar. Allerdings brauchst du da nicht unbedingt die Crow Skills, sondern die Showdown Skills. Viel Spaß und Erfolg mit der Krähe. Nice piece of